Hier zeigen wir Ihnen den Installationsprozess für unseren Collaboration Manager 365. Für unsere Installation nutzen wir einen neu angelegten Demo-Tenant. Falls Sie die Installation ebenfalls auf einem neu eingerichteten Tenant durchführen, dann warten Sie bitte 12 bis 24 Stunden mit der Installation, damit Microsoft wirklich alles eingerichtet hat. Wir sind hier zunächst im Microsoft Admin Portal und wechseln dann auf die SharePoint Admin Oberfläche. Jetzt gehen wir in die API-Verwaltung und richten zunächst den App-Katalog ein, indem wir auf Katalog erstellen klicken. Auf unserem neuen Demo-Tenant war der App-Katalog noch nicht eingerichtet. Diesen Schritt können Sie sonst natürlich überspringen. Im nächsten Schritt wählen wir die Option Eine neue App-Katalog-Webseite erstellen und gehen auf OK. Unseren App-Katalog nennen wir einfach App-Katalog. Dann geben wir hier den Titel bei der Website-Adresse nochmals ein. Zusätzlich können Sie hier die Sprache einstellen oder die Zeitzone ändern. Das ändern wir in unserem Fall nicht. Wir geben hier nur noch den Administrator ein. Das Server-Ressourcenkontingent belassen wir für unsere Demo-Installation beim Standardwert und dann klicken wir auf OK. Damit kommen wir automatisch zurück auf das klassische SharePoint Admin Center. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der App-Katalog fertig angelegt ist. In der Zwischenzeit kopieren wir uns die URL hier mit STRG C. Grundsätzlich ist es bitte allgemein wichtig für diese Installation. Wenn Sie den App-Katalog neu angelegt haben oder im späteren Verlauf eine Teamsite neu angelegt haben, bitte warten Sie danach jeweils mindestens 10 Minuten, bevor Sie weitermachen, damit auch wirklich im Hintergrund alles angelegt ist. Sonst kann es sein, dass Sie in der Folge Fehlermeldungen bekommen. Falls das vorkommen sollte, bitte einfach einige Minuten warten, die Seite neu laden und es dann noch einmal versuchen. Nachdem der App-Katalog also angelegt ist, gehen wir links auf Apps und dann nochmal in den App-Katalog, wo wir die gerade kopierte URL in das Feld einfügen und anschließend auf OK klicken. Damit steht unser App-Katalog und wir wechseln automatisch auf diese Seite. Wir gehen einen Schritt zurück und dann auf Site Collections. Wie Sie sehen, sind wir in der alten klassischen Oberfläche, die wir für die Installation brauchen. Die Installation unseres Collaboration Manager muss auf Classic Sites erfolgen, deswegen nutzen wir die klassische Oberfläche. Wir können den Collaboration Manager natürlich auch auf eine bestehende Site Collection installieren. Für unseren Blanco Demo Tenant legen wir aber zunächst eine neue an. Allerdings ist es für uns sehr sinnvoll, die Installation grundsätzlich auf einer neuen Site Collection zu machen, da der Admin dann die Seite CM365 Install oder wie auch immer Sie sie nennen möchten, eindeutig zuordnen kann und die Seite berechtigt werden kann oder angezeigt oder als Link hinterlegt und so weiter. Wir klicken jetzt also auf New und Private Site Collection. In dem neuen Fenster ist es jetzt wichtig, dass wir bei den Templates unbedingt eine Team Site Classic Experience auswählen. Dann geben wir einen Titel an, beispielsweise CM365 Install und kopieren das wieder für die Website-Adresse. Jetzt nur noch Sprache und Zeitzone auswählen, wieder den Admin hinzufügen und die Standardressourcen so belassen und dann auf OK drücken. Das kann jetzt wieder einige Zeit dauern, bis die Site Collection fertig angelegt ist. Dann rufen wir noch einmal die Site Collection Properties von unserem App-Katalog auf und öffnen die URL in einem neuen Tab. Dort gehen wir jetzt auf Apps for SharePoint, um die Collaboration Manager 365 App hochzuladen. Den Link für den Download erhalten Sie direkt von uns. Wir ziehen die App per Drag and Drop hier rein und warten, bis der Upload abgeschlossen ist. Dann klicken wir auf Refresh. Anschließend gehen wir wieder in die Übersicht der Site Collections, aktualisieren die Seite und warten eventuell noch, bis unsere neu angelegte CM365 Install fertig ist.
Dann gehen wir in die Site Collection Properties von der Seite und öffnen die URL in einem neuen Tab. Auf dieser neuen Seite gehen wir in die Site Contents. Dort fügen wir eine neue App hinzu, indem wir auf den Button New gehen und App auswählen. Und in der neuen Ansicht links auf Apps you can add. An dieser Stelle kann es sein, dass die soeben neu hinzugefügte App unseres Collaboration Manager noch nicht auftaucht. Dann bitte einfach 5 bis 10 Minuten warten und die Seite aktualisieren. Dann erscheint die Collaboration Manager 365 App in der Liste. Wenn Sie die Collaboration Manager App jetzt anklicken, meldet SharePoint zunächst grundsätzlich You can't add this app here. Klicken Sie jetzt bitte auf Find out why und auf der dann erscheinenden Seite auf Request Approval. Hier können Sie einen kurzen Kommentar eingeben, dann klicken wir auf Request. Auch falls an dieser Stelle eine Fehlermeldung kommen sollte, bitte einfach noch einige Minuten warten, dann nochmal neu laden und dann nochmal Request Approval klicken, dann sollte es funktionieren. Jetzt erhält der Administrator die Anfrage auf 2 Wegen. Einmal über eine Genehmigungs-E-Mail oder über die App Requests. Für Letzteres gehen wir als Admin zurück in unseren App-Katalog. Dazu wechseln wir hier den Tab und dann auf App Requests. Hier klicken wir auf den verlinkten Namen, bitte nicht auf das Icon daneben klicken und anschließend unten auf Approve. Jetzt können wir wieder zurückgehen auf unsere Installationsseite CM365 Install, klicken wieder auf Apps You Can Add und dann wieder auf den Collaboration Manager. Jetzt kommt noch einmal eine weitere Nachfrage, ob Sie dem Collaboration Manager vertrauen wollen. Das bitte mit einem Klick auf Trust It bestätigen. Das Hinzufügen der App dauert jetzt wieder ein paar Minuten. Bitte die Seite aktualisieren, bis die App nicht mehr ausgegraut ist und fertig hinzugefügt wurde. Die Collaboration Manager App ist jetzt hinzugefügt. Jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren und kurz 2 Einstellungen vornehmen. Als erstes klicken wir auf die App und kommen damit auf das Anmeldeformular. Hier geben wir unsere Daten ein und senden das Formular ab, womit die Trial-Phase aktiviert wird. Dann schließen wir das Fenster. Als nächstes gehen wir links auf Setup, klicken auf Install Collaboration Manager 365 und dann auf den Button Install Collaboration Manager Now. Nun dauert es wieder kurz, 1 bis 2 Minuten. Sobald die Installation abgeschlossen ist, lädt die Seite automatisch neu und wir sind wieder auf der Startseite mit den Basic Setup-Optionen. Jetzt fügen wir noch einen Service-Account hinzu. Der Admin-Account ist hier bereits eingetragen. Wir müssen nur noch das Passwort eingeben. Dann setzen wir noch das Häkchen bei Use this account as Default Site Collection Administrator und klicken auf Save. Zu guter Letzt klicken wir nochmal auf Install Collaboration Manager 365. Sie sehen hier übrigens, der erste Button heißt nun Reinstall Collaboration Manager 365. Das können Sie sich gerne merken. Wenn wir ein Update veröffentlicht haben, dann einfach hier auf Reinstall klicken. Damit werden alle neuen Features und Bugfixes automatisch mit übertragen. Wir gehen jetzt aber auf den zweiten Button, Allow Modern Sites, sofern das bei Ihnen natürlich gewünscht ist, das ist natürlich optional, und wählen dort nochmal den Admin-Account aus und akzeptieren die benötigten Berechtigungen. Damit ist die Installation nun abgeschlossen. Als nächsten Schritt können Sie zum Beispiel auf unserer CM365 Install-Seite ein Template anlegen.
Dazu links auf Templates klicken und dann oben die Menüoption Create New Template auswählen. Einfach den gewünschten Type auswählen, Namen eingeben und auf Create klicken. Anschließend können Sie das Template noch beliebig anpassen, abspeichern und dann für neue Seiten als Vorlage verwenden.